In diesem Video wollen wir uns mal eine ganz einfache Strategie anschauen. Und zwar haben wir hier einen Expert Advisor, der immer dann verkauft, wenn hintereinander 3 bullische Kerzen auf dem Chart auftauchen. Und erstaunlicherweise funktioniert das ganz gut. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man sowas in MQL5 programmieren kann. Schauen wir uns mal den Quellcode zu unserem Expert Advisor an. Wir starten hier mit einem Include-Befehl. Damit importieren wir trade.mqh. Das ist eine Bibliothek, die vereinfachte Handelsfunktionen bereitstellt. Damit können wir uns hier von der Klasse cTrade eine Instanz mit dem Namen Trade erstellen. In der onTick-Funktion selbst ermitteln wir den Ask-Preis. Und zwar mit Symbol Info Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir möchten den Ask-Preis ermitteln und mit Unterstrich Digits bekommen wir in Kombination mit Normalized Double die richtige Anzahl von Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar angezeigt. Das Ganze wiederholen wir hier nochmal mit dem Bitpreis. Die Zeile ist soweit identisch, bis auf diesen Teil, wo wir Symbol-Bit verwenden. Außerdem interessiert uns das Bruttoguthaben, die sogenannte Balance. Die ermitteln wir mit Account Info Double und hier übergeben wir als Parameter Account Balance. Für das Nettoguthaben, also die Equity, wiederholen wir das nochmal. Doch in diesem Fall verwenden wir Account-Equity als Parameter. Danach erstellen wir uns mit MQL-Rates ein Preisarray mit dem Namen Preisinfo. Mit Hilfe von ArraySetAsSeries können wir jetzt unser Preisinfo-Array von der aktuellen Kerze an abwärts sortieren. Und mit CopyRates füllen wir das Price-Array jetzt für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten von Kerze 0 und füllen das Array mit dem Wert für 4 Kerzen, die wir in unserem Preisinfo-Array speichern. Warum nehme ich hier 4 Kerzen? Ganz einfach, in dem Versuch können Sie hier auch mal die Zahlen austauschen, denn die Kerze 0 ist die aktuelle Kerze und das Ergebnis verändert sich, wenn Sie die aktuelle Kerze weglassen, ganz ordentlich. Für den Moment wollen wir herausfinden, ob der Schlusspreis für Kerze 0 in unserem Preisinfo-Array größer ist als der Eröffnungskurs für Kerze 0. Falls das so ist, haben wir eine bullische Kerze. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal hier für die Schlusspreise und die Eröffnungskurse von Kerze 1 und Kerze 2. Und sofort, wenn wir 3 bullische Kerzen hintereinander haben, möchten wir wissen, ob die aktuelle Anzahl der Positionen 0 ist. Wenn das so ist, dann möchten wir gerne eine Position eröffnen. Dazu nutzen wir trade.sell, um eine Position für 10 Microlot zu eröffnen. Zum Schluss nutzen wir hier noch den Command-Befehl, um uns den Wert für die Balance, also das Bruttoguthaben, und den Wert für die Equity auf dem Chart anzeigen zu lassen. Das war's im Großen und Ganzen. Wenn Sie soweit sind, dann können Sie sich hier oben die Toolbar einblenden und auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Das sollte hier ohne Fehler funktionieren. Und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder mit F4 zurückkehren in den MetaTrader. Hier wählen wir jetzt unseren neuen Expert Advisor Simple Triple Bullish Candle aus. Falls der Strategietester bei Ihnen nicht angezeigt wird, können Sie den hier über das Menü oder mit der Tastenkombination STRG und R einblenden. Starten wir mal unseren Test. Dann sieht man hier schon die erste grafische Entwicklung. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. So, wenn alles funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt bereits auf Ihrem Chart den Expert Advisor sehen. Der produziert hier auch schon Ergebnisse. Und dieses Experiment ist einfach durchzuführen und ziemlich interessant. Falls Ihnen das hier zu schnell ging oder falls Sie nicht wissen, was die Codezeilen im Meta-Editor bedeuten sollen, dann schauen Sie sich doch einmal die anderen Videos aus unserer Grundlagenserie an. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.